Heute geht's um echte Panzerknacker. Aber nicht die aus Entenhausen mit roten Shirts, blauen Hosen und schwarzen Masken. Nein, wir sprechen die Panzerknacker, die aus der Luft kamen und wirkliche Dosenöffner waren. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute bauen wir aus dem Hause Kobi das Set 5767, die legendäre Ju87G2, die wir alle als Stuka kennen. Wobei das Stuka hier ein bisschen ad absurdum gelegt wird, denn wir haben unter den Tragflächen je eine 37 mm Kanone und so viel Stuka war da gar nicht mehr. Wir bauen hier einen echten Schlachtflieger. Da liegt er ganz friedlich auf meinem Bautisch, der Kanonenvogel, auch wenn der Karton hier etwas gelitten hat. Kobi ist da in letzter Zeit bei mir nicht ganz so fürsorglich, was die Pakete angeht. Das Set 5767, natürlich aus der Historical Collection World War II, die Junkers Ju87G2 Stuka im Maßstab 1:32 mit seinen 37 mm Geschützen links und rechts der Tragfläche mit einer schön bedruckten Haube. Das gefällt mir richtig gut. 571 Steinchen und 2 Minifiguren für Piloten und Bordschützen. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir auch die beiden Piloten. Fakten bekommt ihr gleich. Wir haben hier ein Hinweis dafür, dass wir einen richtigen Panzerkiller haben, nämlich einen aufgedruckten T34. Wir sehen ein Originalfoto und natürlich können wir die Querruder bewegen und das Cockpit öffnen, um die Figuren einzusetzen. Das Ganze wird dann 41,5 cm lang in der Spannbreite und 35 cm hoch. Aber so ein Vogel will fliegen, will in die Lüfte, deswegen lassen wir ihn fliegen, um in den Karton zu schauen. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons der 5767 auf meinen Bautisch. Eine Anleitung mit Klammern zusammengehalten in DIN A4 Format. Eine Bautüte 1, eine Bautüte 2 und natürlich hauptsächlich grüne Steine und babyblaue Steine für die Tarnung von unten. Natürlich alles Pad printed, keine Sticker. Schauen wir kurz rein. Wir klemmen natürlich wie folgt. Wir arbeiten uns von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte, von Baustep zu Baustep. Die erste Seite ist immer wichtig, weil dann sehen wir eine kleine Legende, denn Kobi-Steine sind zwar 100% kompatibel mit Lego, haben aber andere Formen und Funktionen. Deswegen immer ganz wichtig, wenn ihr neu seid, dann müsst ihr darauf achten, dass der aktuelle Baustep immer der farblich hervorgehobene ist. Der aktuelle davor ist dann immer ausgegraut, beziehungsweise hier in so einen Beige gehalten. Ist wichtig, weil wir haben ja hier ein Hellblau. In anderen Kobi-Sets ist es meistens immer so ein hellblau, hellgrau. Deswegen hier darauf achten, der aktuelle Baustep ist farblich. Das davor ist in so einen Beige gehalten. Pfeile weisen uns den Weg. Es gibt kleine Kästchen, die nochmal extra etwas erklären. Und wir haben Anlegehilfen. Und fertig sind wir dann, wenn wir uns so durchgearbeitet haben, mit dem Baustep 94, wenn wir unsere Stuka auf den Stand packen, der hier noch ein, in Anführungszeichen, alter Stand ist, aber schön hier nochmal, damit wir die Figuren platzieren können. Und auf der letzten Seite haben wir dann Steineübersichten. Das heißt, sollte euch ein Stein fehlen, Nummer notieren und hier bei Kobi monieren. Zur Wahrheit gehört dazu, dass wir auch bei den neueren Kobi-Sets immer eine kleine Anleitung finden, wie die Figuren zusammengebaut werden müssen. Früher war es immer so ein bisschen einem Raten und bei diesem Bild hier würde man es nicht finden. Deswegen ist das ganz gut, dass wir das haben. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten, die ihr hört, während ich die Junkers Ju87G2 Stuka klemme. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute schauen wir uns einen der wohl markantesten und gleichzeitig gefürchtetsten Umbauten der deutschen Luftwaffe an. Die Junkers Ju88, besser bekannt als Stuka, in ihrer wohl extremsten Variante, der Ju87G2 oder wie sie im Volksmund genannt wurde, der Kanonenvogel. Ursprünglich war die Ju87 als Sturzkampfbomber konzipiert.
präzise Angriffe im steilen Sturzflug, unterstützt durch das charakteristische Heulen der Sirene, die sogenannte Jericho-Trompete. Doch mit zunehmender Dauer des Zweiten Weltkriegs änderte sich die Lage grundlegend. Die Luftüberlegenheit der Deutschen schwand und die Anforderungen an die Flugzeuge wandelten sich. Vor allem an der Ostfront trat man auf immer stärker gepanzerte sowjetische Panzer, allen voran der T-34 und später der KW-1. Klassische Bombenangriffe wurden zunehmend ineffizient oder zu riskant. Die G-Serie war keine komplette neue Entwicklung, sondern ein Umbau bestehender D-Modelle. Der größte Unterschied: unter den Tragflächen wurden 2 Kanonen des Typs Bk 3,7 angebracht, also 37 mm Kaliber. Diese Waffen stammten ursprünglich aus der Panzerabwehr und konnten mit panzerbrechender Munition selbst schwere Fahrzeuge effektiv bekämpfen, denn von oben waren die Panzer nicht so stark gepanzert. Die Ju-87 G2 war dabei eine weiterentwickelte Version der G1. Während die G1 noch auf ältere Zellen basierte, nutzte die G2 die robustere Struktur der späteren D5-Variante. Das bedeutete unter anderem verstärkte Tragflächen, bessere Stabilität und teilweise auch verbesserte Panzerung für den Piloten. Aber machen wir uns nichts vor, diese Maschine war kein eleganter Jäger, sondern ein fliegender Panzerjäger, langsam, schwerfällig und extrem auf diese Aufgabe spezialisiert. Die Taktik war ebenso simpel wie gefährlich. Die Piloten flogen in niedriger Höhe an, suchten gezielt nach Panzern und griffen bevorzugt von hinten oder leicht schräg von oben an, dort wo die Panzerung am schwächsten war. Ein gezielter Treffer mit der 37 mm Kanone konnte einen T-34 außer Gefecht setzen, und die Maschine hatte 2 davon je Seite. Allerdings erforderte das enorme Präzision und Nervenstärke, denn die Ju-87 war mittlerweile ein leichtes Ziel für feindliche Jäger und die Flak. Einer der bekanntesten Piloten dieser Variante war Hans-Ulrich Rudel. Ihm wurden über 500 zerstörte Panzer zugeschrieben. Zahlen, die bis heute heiß diskutiert werden, aber dennoch zeigen, wie effektiv die Ju-87G in den richtigen Händen sein konnte. Technisch gesehen brachte die G2 einige Herausforderungen mit sich. Die schweren Kanonen sorgten für zusätzlichen Luftwiderstand und Gewicht. Das Flugverhalten wurde noch träger. Die Höchstgeschwindigkeit lag deutlich unter den moderner Flugzeugen der Zeit. Auch der Rückstoß der Waffen war nicht zu unterschätzen. Jeder Schuss beeinflusste die Fluglage. Deshalb wurden die Kanonen meist einzeln abgefeuert, um die Kontrolle zu behalten. Ein weiterer Punkt: die klassische Stuka-Taktik des Sturzfluges wurde bei der G-Serie weitgehend aufgegeben. Stattdessen setzte man auf flache Angriffe in niedriger Höhe, was die Maschine wiederum noch verwundbarer machte. Produziert wurde die G-Variante in vergleichsweise kleiner Stückzahl, da sie aus bestehenden Flugzeugen umgebaut wurden. Genaue Zahlen schwanken, aber insgesamt bewegte sich die Produktion im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Einsatzzeit konzentrierte sich vor allem auf die Ostfront ab etwa 1943 bis zum Kriegsende. Was die Nutzerstaaten angeht, ist das Bild bei der G2 recht eindeutig. Hauptnutzer war die deutsche Luftwaffe, insbesondere spezialisierte Panzerjägerstaffeln. Andere Länder, die die Ju-87 in verschiedenen Varianten einsetzten, wie Italien, Rumänien, Ungarn oder Bulgarien, nutzten überwiegend frühere Versionen wie die B- oder D-Modelle. Die spezialisierte G-Variante mit den 37 mm Kanonen blieb nahezu exklusiv in deutscher Hand und wurde, wie schon erwähnt, vor allem an der Ostfront eingesetzt. Ein direkter Nachfolger der G2 war, wie gesagt, die G1, ebenfalls ein Kanonenvogel, aber auf älterer Basis. Der Nachfolger im klassischen Sinne ist schwer zu benennen, da das Konzept des langsamen, stark bewaffneten Panzerjägers in der Luft zunehmend an seine Grenzen kam. Stattdessen verlagerte sich die Panzerbekämpfung mehr auf schnellere Jagdbomber wie die Focke-Wulf 190 in ihren speziellen Varianten oder später auch auf die Raketenbewaffnung bei anderen Flugzeugen. Aber gerade die G2 zeigt eindrucksvoll, wie flexibel und gleichzeitig verzweifelt militärische Entwicklungen im Krieg verlaufen können. Aus einem präzisen Sturzkampfbomber der frühen Jahre wurde ein spezialisierter, aber langsamer Panzerjäger, der unter extremen Bedingungen operierte. Der Kanonenvogel blieb damit ein Symbol für den Wandel der Kriegsführung in der Luft, weg von spektakulären Sturzangriffen hin zu gezielten, technischen, anspruchsvollen Einsätzen gegen einzelne Ziele. Wenn euch solche weitgehend tiefgehenden militärhistorischen Analysen interessieren, mit Technik, Taktik und Hintergrund, dann wisst ihr, wo ihr richtig seid, denn Speedbildzeit ist Faktenzeit. An dieser Stelle eine kleine Danksagung an alle Kanalmitglieder, die mir helfen,
diesem Kanal algorithmustechnisch zu pushen und auch den Kanal auf eine breitere finanzielle Basis stellen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch, aber auch ein generelles Danke an jeden Kommentarschreiber, an jeden, der die Videos guckt, an jeden, der einen Daumen hoch gibt, an jeden, der ein Video liked. Vielen lieben Dank an die gesamte Blockstar-Community. Ihr seid die Geilsten. Nach 2 Stunden Bauzeit steht sie auf dem Bautisch. Unsere Junkers Ju87 G2 Stuka, das Set 5767 aus 2026, bestehend aus 571 Steinchen und 2 Minifiguren. Ich habe euch meine Stuka 5748, die Ju87 B2, auf den Bautisch gestellt, die ich euch schon mal präsentiert habe. Wie immer findet ihr hier oben auf dem i meine Kobi-Playlist. Ich habe sie mit auf den Bautisch gestellt, denn ich will euch ein bisschen zeigen, dass es hier etwas Evolution gibt und irgendwie auch nicht, was Kobi hier gemacht hat. Kurz zur Maschine noch, zur T6BB. Wir haben hier, und ihr könnt euch das denken, denn in den Fakten habe ich schon erwähnt, eine Maschine des Schlachtgeschwaders 2, um genau zu sein, zeitweise der 10. Panzerjägerstaffel, und das Schlachtgeschwader 2 trägt den Ehrennamen Immelmann. Und warum erwähne ich das? Ja, weil ein gewisser Herr Rudel in dem Rang eines Hauptmannes diese Maschine geflogen ist, in der 3. Gruppe auf dem Flughafen Husi in der Slowakei im Sommer 1944 stationiert. Interessant ist, und das macht es wieder lustig im Kontext auf Kobi, dass die 10. Staffel, bei der Herr Rudel auch Kommandant war, nämlich im Juli 1944, in einem polnischen Ort namens Mielec stationiert war. Also haben wir hier auch wirklich eine direkte Kobi-Geschichte mit nicht unbedingt diesem Set, aber mit den Piloten, der diese Maschine geflogen ist. Wenn wir bei Kobi sind, gehört soweit noch dazu, dass wir schon einen Kanonenvogel, einen Panzerknacker hatten, nämlich 2000, um genau zu sein, das Kobi-Set 5700, bestehend aus 300 Steinen damals. Und jetzt kommt das Interessante, 300 Steine, und das Set hat damals um die 35 Euro gekostet. Wir haben jetzt hier bei diesem Set 571 Steine, also 271 mehr, und wir zahlen 59,99 Euro, also ein bisschen mehr, während wir bei der Stuka-Variante meiner ersten hier, der 5748, 49,99 Euro bezahlt haben, wobei wir hier auch weniger Teile hatten, natürlich damals, als wir hier bei unserer Panzerknacker-Variante beim Kanonenvogel aufgrund der 2 Waffengondeln. Ja, schauen wir uns mal an, was an Steinen über ist. Ganz verwirrend bei mir hier diese Wedgeplates, die Teils. Ich weiß nicht, warum die über sind. Ich habe keine Stelle gefunden, wo sie mir fehlen. Das seht ihr auch gleich am Flugzeug. Aber es ist ja immer schön, so etwas über zu haben. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, solltet ihr dieses Flugzeug auch besitzen. Und dann natürlich einiges an Bügelperlen und den Bügelperlen-Applikator. Dann zur Anleitung. Die Maschine baut sich sehr interessant. Schön ist, dass wir sehr tolle Drucke haben. Das habe ich ja auch eingangs erwähnt. Wir bauen den Flügelkörper am Rumpf hier mit diesen besonderen Teilen, die wir hauptsächlich bei solchen Flugzeugen mit diesen Knickflügeln haben. Und bei der Stuka ist es ja ganz, ganz markant. Wir haben hier auch diese abgerundeten Wedge-Plates-Teils. Die haben wir zum Beispiel nicht bei der Variante 5748. Das ist ein Unterschied, das zeige ich euch gleich. Ja, und dann bauen wir die Flügel mit diesen Beplankungen in diesen dünnen Baseplate, dünnen Platten, damit es von unten schön hellblau ist. Und dann bauen wir die Tragflächen typisch. Dann bauen wir schon das Innenteil des Rumpfes und dann die Motorgondel, den Rumpf, dann mit großen Teils zugemacht. Ganz krass finde ich das kleine Maschinengewehr für die Heckbewaffnung. Und ja, dann bauen wir diese
Formteile der Gondeln an, die es bei Kobi schon sehr lange gibt. Und dann natürlich die Außenlastträger mit der 37 mm Kanone je Flügel. Und dann ganz interessant diese neue Cockpithaube bei dieser Variante. Ja, das ist es. Baut sich schnell weg. Wirklich 2 Stunden, habe ich euch gesagt, für diese 571 Steinchen. Ich lege die andere mal an die Seite und dann schauen wir uns die Maschine an. Und natürlich im Vergleich, das gehört sich so. Ich finde, wenn ich 2 Varianten haben, dann können wir es uns mal angucken. Natürlich ist hier diese Mittelmeer-Afrika-Variante etwas farbenfroher vielleicht. Bei der 2026er Variante haben wir halt ein Flugzeug der Ostfront, dementsprechend hier diese Grün in Grün Tarnung, aber ganz schön von unten das hellblaue, während wir bei der Variante hier ja nur dieses in Anführungszeichen weiß-grau haben. Die Maschine hängt ein bisschen auf ihren Stand, die hängt etwas besser. Rote Spinnerlackierung, hier haben wir schwarze Spinnerlackierung. Wirklich markant ist in den Bautechniken eigentlich ja wirklich nur die Cockpithaube, die anders ist, die Abwehrbewaffnung. Und halt hier haben wir glatte Wedgeplates, während wir hier abgerundete haben. Den Rest können wir nicht so ganz vergleichen aufgrund der Abwehrbewaffnung. Wenn man von oben drauf guckt, sieht man auch, dass Kobi sich so ein bisschen, was die Tarnung angeht, ja, von der Variante, die ich euch schon mal vorgestellt habe, ein bisschen hat ableiten lassen und einfach nur die Farben so ein bisschen ausgetauscht hat. Aber das stört uns nicht weiter. Ja, also erstmal das so am Rande zu dieser Stuka-Variante. Wir wollen aber natürlich uns das moderne Gerät anschauen und ich nehme sie einmal ab, die Stuka, denn wir wollen über die Piloten sprechen, die auf den Karton jetzt nicht mit Herrn Rudel bezeichnet sind, aber da ich euch ja gesagt habe, diese Maschine mit Erkennung wurde von Herrn Rudel geflogen, deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier Herrn Rudel haben. Bei der Variante 5700 aus 2000 stand auf dem Karton auch wirklich drauf Herr Rudel. Ja, der typische Kobi-Stand, wie man es kennt. Schön, schön, schön. Ich habe es oft in meinen Videos angemeckert. Endlich mit Kobi Jumper Plate, damit wir Figuren draufstellen können. Junkers Ju-87G2 Stuka mit dem Balkenkreuz der deutschen Luftwaffe. Und ja, diese Füße, die wir alle schon im Schlaf bauen können, identisch zu dem aus dem Set 5748. Schauen wir uns die Figuren an. Hier haben wir typischen Overall mit Abzeichen, mit Koppel, schön bedrückt. Auch hier unten nochmal diese gürtelartiges Gewebe hier an diesem Overall und von hinten dann bedruckt. Es bedrückt mich, dass es nicht bedruckt ist, auch auf den Ärmeln nichts andrucken, aber dann hier beim Piloten haben wir dann Schulterklappen, eisernes Kreuz hier, die Schwingen der Luftwaffe, da auch seine Medaille und auch hier Koppel, die Jacke etwas offen, das eiserne Kreuz scheint durch und dann auch den Rücken und die Schultern nicht bedruckt. Und natürlich können wir die Figuren auch in die Maschine reinstecken, indem wir dann einfach die Cockpithaube aufmachen. Hier, die nehmen wir mal ab, weil die will ich euch zeigen, weil die ist ja neu, die ist bedruckt an diesen Riemen. Das hat Kobi ja früher nicht gemacht. Also die Verstrebungen waren dann zwar natürlich in diesem Transklierteil gegossen bei vielen Flugzeugsets von früher. Mittlerweile lackiert die Kobi. Das finde ich richtig gut. Wir schauen rein in die Maschine und sehen dann da die Sitze, wo wir Piloten und Abwehrschützen reinstecken können. Wie gesagt, ich finde die Abwehrbewaffnung hier ziemlich stummelig im Vergleich zu der älteren Variante, wo wir hier dieses typische Kobi Maschinengewehr Formteil haben. Ja, aber wir wollten auch reinschauen. Da haben wir die Sitze, ein Steuerknüppel und dieses typische Kobi Visierteil. Wir haben viele Drucke, hier die üblichen Hinweise für die Wartungscrew, sogar auch hier einen ganz, ganz kleinen Text, den man gar nicht so richtig lesen kann, aber schön, dass Kobi ihn drauf gedruckt hat. Auch wirklich kleinteilig hier die Motorhaube, sage ich mal, die Motorengondel gebaut. Hängt auch, wenn man mal durchguckt, hier so an einen Zapfen. Da ist so ein kleines, ja, die kann man ganz nicht scharf machen, da bei einem relativ großen Spaltmaß. Kann ich aber drücken, wie ich will. Das geht nicht enger beieinander. Auch
einen Druck haben wir hier bei der Luftansaugung für den Motor. Von unten schön dieses hellblaue der Tragflächen, wirklich schön zugebaut alles, auch wenn wir natürlich jetzt hier die Tubes von unten sehen, finde ich es trotzdem schön, dass wir es hier sehr, sehr glatt haben. Auch diese Haken, diese Anhängerkupplungen, die uns diese Möwenflügel machen, fallen durch das Babyblau gar nicht so auf. Die typischen Gondeln, die wir bei Kobi schon seit Ewigkeiten kennen, und dann halt hier diese kleinteiligen Waffenlastträger hier für unsere 37 mm Bewaffnung zum Panzerknacken links wie rechts. Sehr kleinteilig gebaut, aber dann wiederum ganz groß. Hier vorne etwas wabbelig, da muss man aufpassen. Das ist eigentlich hier so eine Kappe von diesen typischen Schläuchen. Aber sieht gut aus, erzielt seine Wirkung. Und dann hier die Kennung T6 BB mit dem Balkenkreuz, mit diesen typischen länglich zulaufenden Slopes. Also keine große, wie soll ich sagen, Meisterleistung in der Evolution technisch bei Kobi. Hier natürlich noch dieses Panzersymbol, was uns auch hier wirklich zum Schlachtgeschwader 2 zu dieser Maschine von Herrn Rudel führen lässt. So, die Klappe, auch gut, dass sie hier diese Öffnung hat, können wir wieder reinpacken. Jetzt habe ich Klappe gesagt, aber es ist eigentlich die Kanzel. So, Maschine ist sehr stabil, hat diese typischen Querruder mit den Hinge-Elementen, diesen typischen Knick der Stuka. Was ich schade finde, was hier fehlt, aber wir haben jetzt ja auch hier wirklich keine richtige Stuka, was mich aber dann freut, wenn ich euch das Set 5768 zeige, denn dort haben wir die Sturzkampfbremsen an den Tragflächen gebaut. Hier haben wir unten in den Tragflächen natürlich, wie gesagt, die beiden Kanonen zum Panzerknacken, die wirklich hier das Highlight sind. Die haben, wie gesagt, ein bisschen Spiel, wenn man es baut. Ihr seht es, man muss echt achten, weil es halt diese typischen 1er Steine sind mit dann hier wieder den Rounded Steinen, also eigentlich ein Stud mit extra Bügelperle, Zusatznoppe. Auch ein bisschen schade ist, dass hier locker ist, hier vorne diese, eigentlich ist es ein Spinnerformteil für Propeller, aber das hängt eigentlich nur so locker drauf. Muss man ein bisschen ausrichten, damit man so eine Art Auswurf der Munition hat oder so weiter. Sieht sonst ein bisschen blöd aus, wenn man hier so diese Schlitze hat. Muss man so ausrichten, dass es nicht ganz so auffällt. Trotzdem eine coole Maschine, weil, wie gesagt, auch ein bisschen Geschichte damit verbunden ist Richtung Kobi mit Mielec und vor allen Dingen auch, dass wir hier seit 2000, quasi 6 Jahre ist es her, dass wir hier eine Neuauflage bekommen haben und dann auch noch wahrscheinlich, auch wenn nicht namentlich auf dem Karton gedruckt, Herrn Rudel, zu denen ihr gleich noch mal was bei den Fakten hört, die ihr noch mal zusätzlich bekommt, wenn ihr dran bleibt. Denn jetzt gibt es die Detailbilder. Da zeige ich immer noch mal all das, was wir übersehen haben. Zum Beispiel habe ich jetzt nicht erwähnt, dass wir hier ein sehr langweiliges Brett haben, aber das ist nun mal so bei der Stuka. Das Höhenruder und das Querruder, das Seitenleitwerk ist ein großes Formteil, identisch auch bei der Variante 5748. Also was soll ich sagen? Es ist nicht wirklich viel Evolution drin. Wir haben einen Panzerknacker. Für alle, die das interessiert, ist das sicherlich ein reizvolles Flugzeug. Es ist eine Neuauflage, eine Hommage an ein altes Set, so würde ich das sagen. Wir haben eine Hommage an Herrn Rudel. Für alle, die es etwas farbenfroher mögen vielleicht und mehr Richtung Mittelmeer und Afrika-Korps tendieren, für die ist das Set 5748 vielleicht das bessere. Aber wir wollen den Tag noch nicht vor den Abend loben, denn Freunde, wie gesagt, es steht ja noch ein Review an zur 5768 der Stuka D3 im Wintertarn. Ihr seht es im Hintergrund. Ja, das waren meine Gedanken zu dieser Maschine, ein bisschen im Vergleich zu dieser. Wie gesagt, hier ist der Hauptteil, wo man es merkt, und ein bisschen natürlich an der Motorgondel hier vorne, weil wir hier eine versetzte Aufnahme haben. Hier haben wir es weiter vorne zum Beispiel, das sieht man auf den ersten Blick. Aber sonst haben wir nicht viel Innovation. Spaß gemacht hat sie auf jeden Fall, trotzdem zu bauen. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Ich mag es, hier euch Fakten zu präsentieren
zu der Panzerknacker-Kanonenvogel-Variante. Und noch mehr mag ich es euch jetzt halt, wie gesagt, nochmal Fakten zu liefern, während ihr euch Detailbilder anschaut. Es ist hier immer so eine Sache. Meine Augen, mein Hirn sieht Sachen, die ihr vielleicht anders seht. Und deswegen bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch halt selber von den Details eine eigene Meinung bilden könnt, unabhängig von dem, was ich euch gerade erzählt habe. Und Fakt ist, dass es immer noch mal Fakten gibt, wenn ich euch eine Bildershow liefere, wie jetzt, denn ich habe euch versprochen, wir sprechen noch mal über Hans-Ulrich Rudel. Dieser ist einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Piloten der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg gewesen. Geboren wurde er am 2. Juli 1916 in Konradswaldau in Schlesien. Berühmt wurde er vor allem als Pilot der Junkers Ju-87, also der legendären Stuka, beziehungsweise mit der hier von Kobi präsentierten Ju-87G-Variante in der Kanonenvogel-Ausstattung mit den 3,7 cm Bordkanonen links und rechts an der Tragfläche an der Ostfront. Dort griff er hauptsächlich sowjetische Panzer, Nachschubkolonnen, Brücken und Stellungen an. Ihm werden offiziell über 2000 Kampfeinsätze zugeschrieben, eine extrem hohe Zahl. Außerdem behauptete die deutsche Propaganda, das was ich euch bei den Fakten schon gesagt habe, beim Speedbild, dass er über 500 sowjetische Panzer zerstört haben sollte. Damit wurde Rudel im Deutschen Reich zu einem regelrechten Vorzeigekrieger, zu einem Vorzeigesoldaten aufgebaut. Besonders bekannt ist auch, dass Rudel trotz schwerster Verwundung weiterflog, nachdem ihm gegen Kriegsende ein Bein amputiert werden musste, kehrte er sogar mit Prothese wieder in den Einsatz zurück. Historisch bleibt Rudel aber nicht nur wegen seiner militärischen Leistung in Erinnerung, sondern auch wegen seiner starken ideologischen Nähe zum Nationalsozialismus, von der er sich auch nach dem Krieg nie wirklich distanzierte. Deshalb gilt er heute als eine sehr, sehr kontroverse Figur und muss von allen Seiten beleuchtet werden. Ja, Freunde, das waren nochmal ein paar Fakten extra. Viel Spaß beim Rest des Videos. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass mir so langsam Angst und Bange wird wegen meinem Platz in den Regalen. Denn ihr habt es ja gerade gesehen, die Winterstuka wird ja auch noch Einzug finden und dann wird es eng. Aber dann muss ich euch sagen, reichen mir auch erstmal 3 Stukas in meiner Sammlung. Dann gucken wir mal, dass wir was anderes klemmen und vorstellen. Kubi, ihr könnt euch dann mal gerne wieder 6 Jahre Zeit lassen. Das ist meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung gerne zum Panzerknacker, zum Kanonenvogel in die Kommentare. Lasst mich wissen, was haltet ihr von dem Set? Habt ihr vielleicht eine der älteren Kubi-Varianten, was die Stuka angeht? Auch das lasst mich gerne wissen. Und dann, Freunde, kann ich nur mein Fazit geben. Es ist etwas für Sammler, die diese Variante mögen, die vielleicht geschichtlich hier den Hintergrund der Panzerjagd aus der Luft mögen. Sonst, ja, kann ich hier nicht mehr viel zu sagen. Preislich in der Relation zu dem alten Set, zum Beispiel der 5700, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen bekommen wir ja wirklich hier fast das Doppelte an den Teilen. Und dann sind wir auch fast bei diesen 60 Euro, die sind. Doppelte Preisanzahl aus der damaligen Zeit werden dann um die 70 Euro. Ich weiß, Inflation, pipapo. Also glaube ich, haben wir hier eigentlich gar keinen schlechten, ja, Preis-Leistungswert bei der Stuka in dieser G2-Variante. Wie gesagt, meine Meinung, schreibt mir eure in die Kommentare. Ich wünsche euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund der Blockster.